Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Weihnachtsbäckerei wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute was Tolles und zwar, ihr kennt ja alle die Spitzbuben. Ich mache sowas Ähnliches, aber die nennen sich Kirschbuben. Viel Spaß! Für ca. 40 Stück brauchen wir 300 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse, 150 Gramm Puderzucker, 200 Gramm kalte Butter, ein Ei der Größe M, dann etwas Vanillepaste, 200 Gramm Kirschkonfitüre ohne Stücke und dann noch etwas Puderzucker. Als erstes geben wir das Mehl in eine Schüssel, da kommen die Haselnüsse mit dazu, der Puderzucker, wer keinen Puderzucker nehmen mag, der kann auch normalen Zucker nehmen, ist überhaupt kein Thema. Dann das Ei, etwas Vanillepaste, ich gebe immer so gut einen Teelöffel mit hinein und dann die Butter. Die Butter sollte kalt sein, also direkt aus dem Kühlschrank raus. Ja, und das Ganze wird jetzt zu einem glatten Teig verknetet. Ich mag es heute mit der Küchenmaschine, kann man auch komplett mit der Hand kneten. So sah es dann aus, mein Teig. Der ist jetzt schön weich und etwas klebrig. Ich knete den Teig dann nochmal ganz kurz mit der Hand durch, damit er eben schön glatt wird. Also einfach Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche geben, Teig darauf legen und noch einmal kurz mit den Händen durchkneten. Ich finde, die Küchenmaschine schafft es nicht so, dass es so ein schöner glatter Teig wird. Den packen wir dann in eine Frischhaltefolie und der darf dann 2 Stunden kühlen. Also die Butter sollte wieder fest werden. Wenn dann der Teig wieder fest ist, nehme ich die Hälfte davon, gebe etwas Mehl auf eine Arbeitsfläche, knete es nochmal kurz durch, damit ich es leichter ausrollen kann. Und dann rollt ihr die Kekse so maximal 5 mm aus. Denn ihr braucht ja für einen Keks 2 Kekse und wenn die recht dick sind, dann werden die extrem hoch. Ich weiß nicht, wer es mag, kann es ja machen, aber ich finde 5 mm, das langt für 2 Kekse. Also jeder Keks 5 mm. Das Ganze dann ausrollen. Und dann geht es ans Ausstechen. Ich hatte hier jetzt so einen typischen Spitzbuben-Ausstecher, den gibt es in verschiedenen Formen. Der hat jetzt einen Durchmesser von 6 cm. Da stechen wir jetzt die Kekse aus. Und wie gesagt, für jedes Plätzchen braucht ihr 2 Kekse. Dann kommt dieses typische Muster für Spitzbuben und zwar eigentlich sind es immer 3 Löcher. Ich habe so einen speziellen Ausstecher nicht, den braucht man auch nicht. Wenn ihr ihn habt, dann benutzt ihr ihn. Ihr könnt aber auch nur einen Ausstecher nehmen, also einen Kreis. Ich habe hier jetzt so die kleinste Spritztülle, die ich hatte, genommen und habe dann 3 kleine Löcher in einen Keks gedrückt. Und achtet bitte darauf, dass ihr nicht so nah an den Rand kommt und dass zwischen den Löchern auch etwas Abstand ist. Ja, und das machen wir jetzt mit den ganzen Keksen. Ach ja, hier seht ihr übrigens, man bekommt das auch ganz leicht wieder raus, weil da bleibt immer so ein Rest drin in der Spritztülle und einfach mit dem Zahnstocher da rein popeln, sage ich jetzt, und dann geht es schon wieder raus. Ja, und das machen wir jetzt mit den ganzen Plätzchen. Ja, die geben wir dann auf ein Backblech mit Backpapier und dann dürfen sie bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 8 Minuten backen und nach dem Backen komplett auskühlen lassen. Und wenn sie dann ausgekühlt sind, kommt die Marmelade ins Spiel oder die Konfitüre. Und zwar habe ich hier jetzt eine Kirschkonfitüre. Entweder ihr erhitzt sie, dann wird sie etwas flüssiger, aber ich habe ein bisschen so einen Amaretto-Sirup mit dazu gegeben, dass es so ein Kirsch-Amaretto-Geschmack wird. Das war richtig lecker. Und dann wird das Ganze auch etwas flüssiger und somit spare ich mir das Erwärmen. Also ist kein Muss mit dem Amaretto, aber ich habe es halt gemacht. Ja, das Ganze verrühren und dann geht es ans Füllen der Plätzchen. Und zwar gibt es so ein Klecks Konfitüre auf einen Keks drauf. Achtet bitte darauf, dass er nicht bis zum Rand hinaus kommt. Denn wenn ihr den zweiten Keks oben drauf legt, dann quetscht es euch so richtig die Marmelade auf der Seite raus und dann schauen die Plätzchen einfach nicht mehr schön aus. Schaut auch vorher nach, welche 2 Teile gut zusammenpassen, weil sie verformen sich ja doch. Also sie sind nicht alle gleich groß, gleich geformt, also es verzieht sich schon ein bisschen. Und am besten echt vorher immer schauen, welche 2 Kekse gut zusammenpassen. Ja, und dann natürlich auch so füllen, den ersten Keks, damit man oben die 3 Löcher, dass sie oben die 3 Löcher schön bedeckt sind mit Konfitüre. Ja, und das wird dann ebenfalls mit den ganzen Plätzchen gemacht. Ich habe dann zum Schluss noch Puderzucker darüber gegeben, ja, auch über die Marmelade. Macht euch da keine Sorgen, jetzt hier sieht man keine Marmelade mehr,
aber die Marmelade saugt den Puderzucker auf und dann taucht das Rote wieder auf. Solche Plätzchen sollte man ungefähr 2 Wochen vorm Verzehr backen. Also die halten dann so gute 2 Wochen. Also sie sollten ein bisschen ziehen, so Mürbteig ist immer ganz gut, wenn er so 1,5 Wochen, 2 Wochen zieht. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.